Wir befinden uns gerade hier mit RB Leipzig im Trainingslager in Saalfelden. Conny, Hotel, Trainingsplatz, Berge, wie sind die Bedingungen? Ja, top. Also, wenn wir hier in mein schönes Salzburg kommen, gibt es für mich natürlich gar nichts auszusetzen. Also, macht Spaß, Freude, ist sehr anstrengend natürlich, wie ein Trainingslager einfach sein sollte. Und ja, wir sind ready, sage ich jetzt mal, einfach hart zu trainieren, zu arbeiten, dass wir dann so fit wie es geht in die Saison starten. Das klingt sehr gut. Du hast angesprochen, deine Heimat, das Salzburger Land. Wissen deine Teamkollegen das, dass du hier einen riesen Heimvorteil hast? Also die wissen auf jeden Fall, dass ich aus Salzburg komme, habe ich ihnen schon ein paar Mal, während wir hier gelandet sind, gesagt, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, so schön wie es hier ist, fühlt sich jeder wohl, dann gibt es keinen so großen Heimvorteil. Aber im Training fällt es dir dann vielleicht doch mal auf, ne, dass du schon an die Gegebenheiten gewohnt bist und 1-2% oder noch mehr hast als die anderen? Ja, ich bin aber die Berge gewohnt, die Luft und so, die kenne ich halt, sag ich mal, da fühle ich mich ein bisschen wohler vielleicht wie der eine oder andere. Aber wie vorher schon gesagt, ich glaube in Salzburg, da fühlt sich jeder wohl und die Bedingungen sind top hier und ja, ist einfach alles perfekt für ein gutes Trainingslager. Du hast, ich glaube, im Rahmen des Tests gegen Montpellier gesagt, dass du dich extrem freust auf dieses Trainingslager. Vielleicht erklärst du noch mal allen, die sowas noch nie erlebt haben, was macht es so besonders für dich, aber auch für die ganze Mannschaft? Was heißt besonders? Ich glaube, du bringst einfach im Trainingslager die meisten Inhalte mit rein. Du hast am meisten Spaß, weil immer irgendwelche Sachen sind. Es ist natürlich auch sehr anstrengend auf der anderen Seite. Also du freust dich auch am Abend, wenn du dann endlich im Bett liegst und dann endlich schlafen kannst, weil einfach viele Sachen sind, egal ob Interviews, wie ich jetzt hier, oder sonst irgendwas. Es ist immer was zu tun den ganzen Tag und ich glaube, es ist einfach, wie vorher schon gesagt, einfach der Grundstein für eine gute Saison, dass du einfach eine gute Vorbereitung hast und dazu ist einfach ein Trainingslager auch sehr wichtig. Bevor wir jetzt vorausschauen auf die neue Saison, noch mal kurz der Blick zurück. Du hattest ein sehr schweres Jahr hinter dir, warst verletzt, konntest quasi die gesamte Saison nicht auf dem Platz stehen. Wie bist du persönlich damit umgegangen? Ja, es war auf jeden Fall eine schwierige Situation, wenn du so lange verletzt bist, vor allem wenn du am Anfang nicht weißt, dass es überhaupt so lange dauert. Das hat die ganze Sache einfach sehr schwierig gemacht, aber du, habe ich schon oft gesagt, du lernst auch schlussendlich was aus so einer schweren Zeit und das habe ich auch, das einfach, ja, war mir vorher auch schon klar, aber das jetzt vielleicht einen Ticken noch mehr, dass einfach für einen Fußballer der Körper das Wichtigste ist. Also wenn du nicht fit bist, dann funktioniert es einfach nicht. Also es bringt dann auch nichts irgendwie drüber zu gehen oder sonst irgendwas, weil es geht einfach nicht, wenn es immer wehtut und darum ja, schaue ich einfach jetzt noch mehr auf meinen Körper und ich hoffe, dass ich jetzt so eine schlechte Erfahrung nie wieder machen werde und ich dafür jetzt einfach alles geben werde in den nächsten Jahren, dass ich einfach immer so fit bin, wie es einfach nur geht und so viele Spiele machen kann, wie es nur geht. Es war ja ein harter Cut nach dem extrem hoch Champions League Halbfinale in Lissabon. Dann erstmal die Auszeit. Lernt man da nochmal so das ganz besonders schätzen, dieses Privileg, auf diesem Niveau Champions League, Bundesliga, Fußball zu spielen? Ja, ich glaube, du lernst einfach zu schätzen, dass du gesund bist. Weil ich habe dann einfach gemerkt, wie schnell es gehen kann, sage ich jetzt mal. Von einem auf den anderen Moment, wie du sagst, okay, vorher habe ich noch Champions League Halbfinale gespielt und auf einmal konnte ich nicht mehr laufen, weil mein Knie so weh tat. Das ist halt, glaube ich, das Ding, wo du dann überlegst, so, boah, ja, okay, es ist schon nicht ohne die ganzen Spiele. Du musst immer schauen, dass einfach dein Körper sehr gut regeneriert, dass du dich gut vorbereitest, dass du einfach solche Sachen vielleicht vermeiden kannst. Also manchmal kann man es auch nicht vermeiden, aber dass du einfach auch manchmal schlauer bist und sagst, okay, das ist jetzt zu viel oder jetzt, okay, ich muss noch mehr machen, ich brauche das noch und dass ich dann einfach über die ganze Saison fit bin. Das ist einfach das, was, glaube ich, für mich die wichtigste Lektion war aus der ganzen Sache, dass ich einfach meinen Körper wahrscheinlich noch besser kennengelernt habe, wenn ich einfach weiß, okay, ich brauche jetzt mehr, ich muss mehr machen wie andere und wenn ich auch weiß, okay, mach jetzt mal ruhiger. Es ist einfach wichtiger, dass du jetzt regenerierst, dass du einfach zur Ruhe kommst, dass du viel schläfst, dass du gut isst. Einfach solche Sachen. Und ja, das war einfach eine Erfahrung, was ich jetzt gemacht habe in noch jungen Jahren, sage ich jetzt mal. Aber schlussendlich einfach schade, wenn du so lange draußen bist und du denkst ja nur so, boah, du machst alles, was geht irgendwie, aber es dauert einfach zu lang. Aber jetzt bin ich zurück und ich will gar nicht mehr so lange drüber reden. Ich glaube, das ist jetzt auch fertig und ich freue mich einfach auf eine gute und erfolgreiche Saison hoffentlich. Absolut richtig, da machen wir jetzt einen Haken dran. Du hast dich zum Saisonende schon langsam wieder bei uns reingetastet, bei der EM dann mit Österreich wieder richtig Vollgas gegeben. Ist Conny Leiber wieder komplett da? Ja, ich glaube, es war für mich sehr schön, dass am Ende noch eine EM vor der Tür stand, weil, wie du sagst, ich habe dann am Ende 4 Kurzeinsätze zum Schluss, dann wäre ich nicht bereit gewesen für einen Urlaub, sage ich jetzt mal dann. War dann relativ froh, dass ich dann noch 6 Wochen mit der Nationalmannschaft unterwegs war, dort noch 6 Spiele hatte mit den Freundschaftsspielen. Ich glaube, das hat mir sehr gut getan. Und dann auch einfach auch Urlaub gemacht habe, da abschalten konnte, einfach mal was anderes wieder machen konnte. Und jetzt bin ich zurück, fit, motiviert und
ja, ready to go. Das klingt hervorragend. Du wirst von vielen immer als Neuzugang bezeichnet, weil du jetzt so lange raus warst und jetzt endlich wieder zurück bist. Wie findest du das? Siehst du das ähnlich? Ja, Neuzugang bin ich vielleicht nicht, weil der ein oder andere kennt mich hoffentlich noch, sage ich jetzt mal, und weiß, welche Qualitäten ich mitbringe. Aber natürlich, wenn du ein ganzes Jahr fehlst, sage ich jetzt mal, also ich konnte der Mannschaft letztes Jahr nicht wirklich helfen, sage ich jetzt mal, am Platz. Und natürlich fühlt sich dann irgendwie so an, ja okay, jetzt hast du einfach wieder eine Option mehr. Und ja, ich bin hier, um zu spielen und ich hoffe, dass ich von Anfang an wieder dabei bin. Also lassen wir es mal vielleicht als Neubeginn, neue Ära stehen. Neubeginn auch bei RB Leipzig mit dem neuen Trainerteam um Jesse Marsch. Habt ihr bereits euch ausgetauscht und weißt du bereits, wie deine Rolle im Team für die neue Saison aussehen wird? Ja, ich glaube, meine Rolle wird sich nicht viel ändern wie davor. Also ich weiß, wo ich spielen kann, wo meine Hauptposition ist, wo ich noch überall anders spielen kann. Das sieht er genauso. Und ja, es ist ein neuer Trainer, es sind neue Ansätze. Und ja, wir versuchen einfach, ich als individuell das Bestmögliche mitzunehmen, dass ich besser werde. Wir als Mannschaft versuchen nochmal den nächsten Step zu machen. Und ja, dann einfach eine sehr gute und erfolgreiche Saison zu spielen. Also der erste Eindruck positiv und glaubst du wirst mit Jesse harmonieren am Ende? Jetzt ja auch noch weiter in der Blick nach vorne. Wie sieht es aus in Sachen Zielen? Wir haben es angesprochen, Champions League Halbfinale hast du bereits in der Tasche. Jetzt war das zweite Pokalfinale ja auch schon da. Du hast ja auch ein paar Minuten dann gemacht. Was sind die Ziele für die neue Saison mit dem neuen Team und auch den Neuzugängen in der Mannschaft? Ja, es ist immer schwierig, am Anfang einer Saison irgend so ein Ziel zu setzen mit, okay, ich will da und da stehen am Ende. Ich glaube, wichtig ist jetzt mal das Hier und Jetzt, dass wir einfach eine gute Vorbereitung machen, wie vorher schon gesagt hast. Das ist einfach der Grundstein für eine gute Saison. Und dann gibt es, glaube ich, keine Grenzen nach oben für uns. Also wir haben schon viele gute Sachen geschafft. Wir haben auch viele bittere Sachen schon erlebt. Wie du sagst, zweimal Pokalfinale verloren. Wir würden einfach gerne mal so was Glänzendes mit nach Leipzig bringen. Da braucht es einfach eine außergewöhnliche Leistung. Und ja, ich hoffe, wir sind in der Lage, das in dieser Saison zu machen. Wir haben ja zumindest schon mal einen Vorteil. Conny Leimer ist wieder auf dem Platz zurück mit dabei in der Saison. Ein weiteres, du hast es bei der EM auch schon erlebt, Zuschauer sind voraussichtlich wieder da. Ist das auch nochmal so ein Schub, der euch nach vorne bringen wird, auch in Richtung was Glänzendes nach Hause zu holen? Auf jeden Fall. Also man hat bei der Euro wieder gemerkt, auch wenn es manchmal nur 25% waren, manchmal nur 30% von den Zuschauern, es ist einfach so viel schöner, wenn Leute im Stadion sind. Und ich glaube, du kannst aus Mannschaft einfach diese 1-5% da vielleicht am Ende noch mehr rausholen, wenn du einfach lautstarke Unterstützer im Stadion hast, die was nach vorne pushen oder sonst irgendwas. Und ja, ich hoffe, dass das die ganze Saison so bleiben wird, dass wir immer unsere Fans in unseren Stadien einfach begrüßen dürfen und uns die einfach von der ersten bis letzten Sekunde anfeuern. Und dann hoffe ich, dass mit den Fans im Rücken dann irgendwas Glänzendes am Ende rausschaut. Das hoffen wir auch, da freuen wir uns alle auch sehr drauf, wenn die Fans wieder zurück sind. Jetzt nochmal der Blick zurück, wir kommen nochmal wieder hierher nach Saalfelden ins Trainingslager. Du hast auch im Rahmen des Testspiels gegen Montpellier als Co-Kommentator hast du gesagt, wir wollen immer alles gewinnen, egal ob Training, Testspiel, Pflichtspiel. Wie läuft es bisher im Trainingslager? Eher Teamgewinner oder ist noch Luft nach oben? Ja, wir haben ja also der Trainer hat so 4 Gruppen eingeteilt, die was über das ganze Trainingslager so verschiedene Wettkämpfe machen, von über Lattenschießen, was wir mal gesehen haben im Video, wo ich leider nicht so schnell getroffen habe. Blöd. Aber Stand jetzt ist meine Gruppe auf Platz 1, also ich kann mich nicht beschweren. Also es läuft sehr gut und wir hoffen, dass es auch für dich weiterhin so bleibt. Du hast angesprochen, Thema Lattenschießen, das war, glaube ich, die Challenge am ersten Tag. Da gab es direkt einen Eklat mit Emil Forsberg. Team Emil hat die Challenge am Ende gewonnen. Du warst nicht ganz so einverstanden, man munkelt, da wurde geschummelt. Ja, also es hat ein paar komische Gerüchte gegeben danach. Man musste sich auf sich selber konzentrieren, sage ich jetzt mal. Habe dann einen Videobeweis gefordert, habe den auch bekommen, musste dann leider auch zugeben, dass ich leider falsch lag und dass alles korrekt war. Ja, das war noch die erste Challenge, da sind wir nur Dritter geworden, unter Anführungszeichen, aber es gab schon 3 mehr und wie gesagt, jetzt stehen wir auf Platz 1 und Emil ist der Truppe auf Platz 4, also letzten Platz. Muss er sich ein bisschen anstrengen, dass sie jetzt wieder hochkommen. Also vielleicht nochmal ein Shoutout in Richtung Emil Forsberg, eine Ansage? Genau, also Emil muss sich ein bisschen anstrengen die nächsten Tage, dass er sein Team wieder ein bisschen hochreißt. Wir sind gespannt, wer am Ende sich mit Platz 1 krönt. Abschließend noch eine Frage in eigener Sache fürs Medienteam. Wir haben jeden Abend immer so die Qual der Wahl. Bei der Essensauswahl, hast du als Einheimischer hier vielleicht so Tipps, 3 Spezialitäten, die wir uns
auf gar keinen Fall entgehen lassen dürfen? 3 Spezialitäten. Ja, ich sage jetzt mal, wir Österreicher sind ja sowieso bekannt für sehr gutes Essen. Ich glaube, da gibt es nicht nur 3. Also ich bin ein Fan von allem. Kommt natürlich auch an, wie gesund du essen willst. Aber ich glaube, da ist für jeden was dabei bei dem Buffet. Und ihr kriegt super Essen und ihr solltet einfach mal so viel wie es geht probieren, weil so gutes Essen bekommt ihr nicht mehr. Dann vielleicht eine Leibspeise von dir. Aus der Heimat. Aus der Heimat, ja, was heißt Leibspeise? Ich habe nicht so eine, genau diese Leibspeise mag ich. Also ich war immer schon ein Fan früher, wenn du mich gefragt hast, ich bin ins Wirtshaus gegangen, habe immer einen Grillteller gern gegessen. Da ist einfach Fleisch, Gemüse, Pommes oder Kartoffeln, Salat. So, ich bin so ein Fan von allem ein bisschen, aber auch ja, Schnitzel oder sowas in Österreich sollte man schon probieren, wenn man hier ist. Das machen wir. Vielen Dank, Conny. Ich wünsche dir weiter eine gute Vorbereitung und dann hoffentlich auch einen guten Start in die neue Saison. Danke.